Also ich schätze mal schon, dass er begeistert gewesen wäre, dass er also so auf diese Art und Weise doch nochmal mit dem 600er fahren konnte. Auch wenn es kein schöner Anlass war, aber es war, denke ich, war gut für seinen Einsatz, den er eigentlich so die ganzen letzten Jahre gemacht hat. Und dieser selbstlose Einsatz eben auch ohne dafür irgendwie Geld zu nehmen und somit eben dann somit nochmal einen schönen Abschluss bekommen hat in dem Auto, was er auch immer gut fand, wo er sich für begeistert hat, wo er viel draus gemacht hat auch. Das Internetforum vom Sebastian Nast, das war mir ein Begriff, weil er ja auch unser Fahrzeug immer wieder mal thematisiert hat und auch so fototechnisch auch zum Doppelkabiner quasi umgebaut hat, virtuell zumindest. Sebastian ist natürlich in der Familie bekannt als der große Mercedes-Fan. Ende der 80er Jahre hat das mal begonnen, da hat er sich einen 123er gekauft. Vorher hat er einen Ford Taunus gehabt, da hat er einen Unfall mit gehabt und es hätte nicht viel gefehlt und er wäre verstorben. Ne? Und ja, hat sich dann wohl damit auch nochmal beschäftigt und allein auch aus Sicherheitsgründen und insgesamt die Faszination auch war dann einfach irgendwann mal geweckt und so begann das dann. Sebastian ist deswegen bekannt geworden, weil er sich auch viel mit den Exoten beschäftigt hat, Sondermodellen auch. Also nicht nur im Oldtimer-Bereich, im Tuning-Bereich mit den neueren Modellen aus den 80er und 90er Jahren und auch bis in die Neuzeit hinein. Und mein Bruder hat das eigentlich in seinem Exotenforum zusammengetragen. Jeder, der irgendwie Fragen hatte dazu, konnte also Fragen stellen. Mein Bruder hat das immer wieder beantwortet, auch durch sein breites Wissen. Als ich nach seinem Tod das erste Mal überhaupt erst in das Forum gegangen bin und dann mitbekommen habe, wie viele Menschen Anteil genommen haben, wie viele Menschen ihn einfach mochten und ihn wertgeschätzt haben und dass er dieses Forum unglaublich kreativ mit vielen Ideen immer wieder bereichert hat. Macht mich natürlich auch sehr stolz auf meinen Vetter. Ich habe das dann auch gelesen, dass er plötzlich verstorben ist und dann kam auch ungefähr zeitgleich dann einfach auch die Anfrage, ob wir dorthin fahren könnten, um die letzte Fahrt dann auch zu machen. Ne? Mein Name ist Elmar Bauer. Ich bin Bestatter und habe auch ein Bestattungsunternehmen hier in Ehingen an der Donau. Ja, wir haben seit 2005 quasi den 600er Bestattungswagen, der einzigste, der umgebaut wurde zum Bestattungswagen. Ich hatte dieses Fahrzeug 1996, als ich mal Zivildienst gemacht habe in Hildesheim, das erste Mal gesehen. Ich wusste, dass es das Fahrzeug gab. Ich hatte das meinem Bruder auch mal erzählt und der kannte es eigentlich mehr so von Fotos, das Fahrzeug. Das ursprüngliche Basisfahrzeug, also diese Limousine, die hat zu einem norddeutschen Gutshofsbesitzer gehört, der sich so ein Fahrzeug leisten konnte. Der Umbau war 1969, damals in Auftrag gegeben von unserem Kollegen Holthoff, ein Bestatter aus Hannover. Der hat den dann bei der Firma Pollmann, Karosseriebau in Bremen, umbauen lassen zum Bestattungswagen. Ja, auch wenn es ein Leichenwagen war, eigentlich das Auto, was mein Bruder eigentlich auch immer so toll fand, sein ganzes Leben auch. Es war doch auch wieder ein Exot. Ihn hat einfach die Größe beeindruckt, die Motoren. Das Fahrzeug hat von den Fahrleistungen ungefähr das gebracht, was damals so ein 300er SL, also Roadster oder Flügeltürer gebracht hat, also Sportwagen-Eigenschaften eigentlich. 250 PS, leider aber doch auch recht schwer. Die großen Motoren eben, das war eben so sein Ding. Die Technik. Luftfederung war damals, glaube ich, auch relativ neu. Und dann hat er so ein Komfort-Hydraulik-System drin, was die Sitzverstellung bedient und die Fensterheber, Luftklappe und ein paar so Funktionen, die heute bei modernen Fahrzeugen mit so einem kleinen Elektromotor realisiert werden. Und bei diesem Fahrzeug ist halt lautlos, eben durch dieses Hydrauliksystem. Also wir haben nicht so häufig die Anfrage dann auch von anderen Bestatterkollegen, die eine besondere Bestattung ausrichten. Die Familie Burda, da sind wir jetzt schon 3-mal gefahren, also die Enne Burda war damals der erste Einsatz und jetzt die 2 Söhne von der Enne Burda, die gestorben sind die letzten Jahre, da durften wir auch zum Friedhof rausfahren nach der Trauerfeier.
Der Jörg Maschke war dann der Organisator, der also diese ganze Sache dann, also diese Konto eingerichtet hat und die Spenden entgegengenommen hat. Der Wagen ist heute Nacht auf dem Hänger hierher transportiert worden, war bis gestern sogar noch in der Werkstatt, wurde repariert, hatte ein kleines Hydraulikproblem, was aber zum Glück gelöst werden konnte, sodass es wirklich eine ganz enge Geschichte geworden ist. Und ja, wenn man das bei dem Anlass sagen darf, wir freuen uns, dass er da ist und dass wir Sebastian damit halt die letzte Ehre erweisen können. Einerseits war es natürlich schön, meinem Bruder nochmal so einen schönen Abschluss zu geben. Auf der anderen Seite ist natürlich der Tod des eigenen Bruders also schon ein massiver Eingriff, mit dem man eigentlich über Jahrzehnte aufgewachsen ist, mit dem man auch immer ein gutes Verhältnis hatte und der jetzt einfach plötzlich weg ist. Innerhalb weniger Tage auch verstorben ist. So ein metallic-grün als Farbe von einer Urne hat man eher selten, aber wenn man dann der Hintergrund und die Verbindung dann zum Sebastian und seine Fahrzeuge kennt, dann ist natürlich auch wirklich sehr schön und stimmig. Ja. Das war nochmal so meine Idee, denn das Petrol Metallic, das hat ihn ja eigentlich quasi sein Leben lang begleitet bei seinen Automodellen. Das war seine Farbe immer. Nach dem 123 hat er sich einen 380 SE gekauft, einen Petrol Metallic, den 560 SE, auch einen Petrol Metallic, zweite Serie. Der Höhepunkt war dann seine S-Klasse, der 140er, der W140, auch im Petrol Metallic, auch eine Sonderlackierung, wie auch immer das zustande gekommen ist, aber der ist irgendwann mal aufgetaucht. Ja, und die Autos hat er dann viele Jahre gefahren auch. Und so war eigentlich das Petrol Metallic immer auch Teil seines Lebens. Also ich fand das toll, wie die Szene das eigentlich so mit so einem Fingerspitzengefühl aufgenommen hat, dass er nochmal so auf diese Art und Weise eigentlich letzten Endes zum Friedhof gefahren werden konnte. Das Forum hat in einer grenzenlosen, tollen Aktion halt gespendet, um halt die Kosten dafür zusammenzubekommen. Da habe ich mir auf die Suche gemacht, verschiedene Stellen abtelefoniert, wo man einfach auch so einen großen Autotransporter herbekommt. Weil für einen Standard-PKW-Transporter ist das Auto einfach zu lang und letztendlich auch ein bisschen zu schwer. Fast zeitgleich hat sich dann auch der Dominik Kraus eingeschaltet. Ich habe diesen Beitrag im Forum gesehen, dass da Spenden gesammelt werden für diese Fahrzeugüberführung. Und da ich selbst ein bisschen Oldtimer interessiert bin, war mir dieses Forum auch bekannt. Und wo ich gesehen habe, was da andere Firmen irgendwie aufrufen für so eine Überführung, habe ich gesagt, okay, opfern wir halt ein paar Tage von unserem Urlaub und machen das Ganze im Prinzip ehrenamtlich, dass wir dem guten Mann doch irgendwie die Ehre erweisen, in so einem exotischen, tolle Fahrzeug im Prinzip bestattet zu werden. Und es ist weit über das Maß, was wir benötigt haben, gespendet worden. Wir haben entschieden, Sebastian hat jahrelang an Diabetes gelitten und da wird der Rest der Spende dann hingehen, sodass die ganze Sache dann einem guten Zweck zugeführt wird. Ja, Sebastian, schade, dass ich dich zu Lebzeiten nie persönlich kennenlernen durfte. Trotzdem war es für mich eine große Ehre, dich zu fahren. Er hat ja, glaube ich, immer unter reingeschrieben in seine Beiträge mit Sternen grüßen. Und jetzt grüßt er quasi von den Sternen. Ja.